Noch 6 Spiele in der Bundesliga, dann ist die Meisterschaft entschieden. Sie ist so spannend wie noch nie. Leverkusen vorne, dann Dortmund und dann wir auf Platz 3 nach dem 1:1 gegen Aston Villa. Also heute gegen die andere Mannschaft aus der Hauptstadt. Gegen Union haben wir ja schon gewonnen. Hertha kämpft um den Klassenerhalt, ist 15. Unten ist Bremen, Hannover, Schalke, die kämpfen da alle noch. Geht jetzt in die heiße Phase der Saison. Ich habe gesehen, Leverkusen hat schon gespielt. Die haben auch nur ein Remis, glaube ich, geholt. Das heißt, wenn wir gewinnen sollten, dann könnten wir auf einen Punkt rankommen. Und apropos rankommen, die erste Chance für die Hertha. Also auch hier heute müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen strecken. Mauli da. Nächste Chance hat er gerade schon mal gehabt und geklärt. Aber auch die B11, habe ich ja im letzten Part gesagt, die macht das eigentlich ziemlich gut immer, wenn wir sie dann mal spielen. Haraldsson, sehr gut. Der erste Ballgewinn, die erste Chance, 8. Minute. Haraldsson! Der macht nur Traumtore. Entweder direkt oder in den Winkel, genau wie gegen Aston Villa. Das war auch ein Hammer, mein lieber Scholli. Da hat er halt Glück gehabt, der Pressschlag, und dann ist er halt weg. Der hat sich auch gut entwickelt, was so die Chancenverwertung angeht. Ich erinnere mich, die erste Chance am Anfang der Saison gegen die Bayern, wo er alleine aufs Tor zuläuft. Das war ziemlich armselig, aber er hat sich gut gemacht. 7. Tor im 28. Spiel. Und der wird halt auch noch so wichtig. Der wird auch noch besser werden, der wird auch noch eine gute Entwicklung nehmen. Und das ist mal ein guter Start. Und Haraldsson ist schon wieder da. Der isländische Shootingstar hier. Wahnsinn. Sehr gut. Das ist wichtig. Frühe Führung gegen die Hertha. Jetzt lässt sich es vielleicht auch ein bisschen leichter spielen. Vor allem, weil die Hertha halten muss, ne? Maulida, Prevliak vorne. Ich kenne sie alle aus dem FF. Die Hertha. Stellt sich natürlich erstmal hinten rein. Wartet auf Konter. Oben seht ihr. Leverkusen hat schon gespielt. Wenn wir gewinnen, sind wir nur noch 1 Punkt hinter Leverkusen. Und je nachdem, wie Dortmund spielt, überholen wir dann die Dortmunder. Es wird immer enger. Es spitzt sich immer mehr und mehr zu. Und am Ende sind vielleicht wir sogar die lachenden Dritten. Wer mag das schon vorherzusagen? Auf jeden Fall macht sehr, sehr viel Spaß immer noch. Viel Spektakel teilweise geboten. Auch enge Spiele. Ja, siehe Aston Villa, siehe Wolfsburg im Pokal. Wenn ihr also noch nicht meinen Kanal abonniert habt und weiter gerne hier die Karriere verfolgen wollt oder meine anderen Videos, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr kostenlos auf den Abonnieren-Button drückt, die Glocke aktiviert und natürlich auch fleißig meine Videos hier bewertet. Haraldsson, nächste Chance. Larsson, ja, war im Abseits. Gut, wollte ich gerade sagen, der war noch 2-3 Meter weiter vorne. Ja, gut, das war ganz klares Abseits. Aber Haraldsson, der macht Spaß. Der hat sich echt gemacht, der ist nicht nur schnell, der setzt sich jetzt auch mal in den Zweikämpfen durch. Und Larsson auch sowieso, der hat auch hohes Entwicklungspotenzial. Gewinnt auch viele Zweikämpfe. Und der junge Lennon Miller wird dann der nächste Shootingstar. Der wird dann der Nachfolger von Haraldsson und von Larsson. Da ist er wieder, Haraldsson. Larsson. Gut befreit. Ja, die Hertha ist da trotzdem. Sehr wachsam in der Defensive. Die eine Chance von Haraldsson, die war halt mehr oder weniger auch Glück. Der eine Pressschlag, der hätte auch anders ausgehen können. Larsson, Haraldsson. Gut, da es ist sehr schwer. Die Hertha macht es da sehr, sehr eng. Auch hier wieder mit viel Glück. Ja, eigentlich durchgekommen. Haraldsson wieder mit der Chance. Oh, Lars im Abseits, okay. Also bis auf das Tor von Haraldsson, ja, gelingt uns halt auch noch nicht so viel. Aber das reicht halt manchmal. Ich nehme auch gerne so ein dreckiges 1:0 mit. In der jetzigen Phase der Saison muss ich auch nicht mehr schön spielen. Sondern halt Ergebnisse liefern. Jetzt brauche ich hier nur noch Ergebnisse. Miller, Buta auf der Außen. Lars muss mehr in die Mitte rein. Dann kriegt er das Ding oder auch nicht. Knauf, jetzt kommt die Flanke. Schönes Ding, aber Larsson wäre, glaube ich, auch wieder im Abseits gewesen. Aber wir sind da. Wir bespielen die Hertha. Wir bereiten denen große Probleme. Und die müssen halt im besten Fall woanders nochmal die Punkte holen. Je nachdem, was Bremen macht. Hannover, Schalke, also da... würde ich ja spontan sagen, Hannover und Schalke gehen direkt runter. Hertha macht die Relegation. Und Bremen rettet sich vielleicht noch irgendwie hoch. Larsen, das war auch ein bisschen ungewollt.
Die Hertha kommt über Mauli da, über Previak. Oh, Amenda, das geht halt auch zu einfach. Previak mit der Chance. Jonathan David im Tor. Kommt natürlich auch nicht raus. Ich kann die einfach nicht rausholen. Also ich will ihn rausholen, dass er den Winkel verkürzt, aber er macht's nicht. Er bleibt dann wie angewurzelt stehen, genau wie Previak jetzt im Tor. Der kann es wahrscheinlich selber gar nicht glauben. Und das ist natürlich zu einfach. Ey, eine Bewegung hier. Er bleibt wie angewurzelt stehen auf der Linie. Das ist halt krass, ne? Dann kommt Nagalo leider auch noch zu spät und die Hertha, die kommt zum Ausgleich und weiß gar nicht wie. Aber gut, dann heißt es jetzt umstellen. 4-4-2. Ich habe jetzt auch im 4-2-3-1 eine Zeit lang wieder gespielt. Hat ja ganz gut funktioniert, aber wir brauchen die Breite. Wir brauchen unsere Flügelleute. Wir müssen den Gegner auseinanderziehen. Und die Hertha kommt über Ojeda. Oh, und Kunku vorbei. Dardai. Flanke kommt. Nagalo ist da. Ja, und jetzt ist er halt noch ganz alleine vorne. Muss warten. Shaibi. Und Kunku hinterläuft. Ja, müsste eigentlich kriegen. Auch da wieder. Ey, so viel Platz drumherum. Und er spielt ihm wieder genau in die Füße. Könnte manchmal wild werden. Wirklich so. Und Kunku. Auf der Außen gegen Rojas. Da kommt Shaibi. Und Miller, ja, hat mal Platz. Warum denn nicht? Ja, guter Abschluss. Muss auch mal sein, wenn die Lücke da ist, auch einfach mal schießen. Nicht immer den Ball ins Tor reintragen. Oh, die Hertha spielt sogar 4-2-3-1, sehe ich gerade, oder? Sieht nach einem 4-2-3-1 aus. Amenda gewinnt den Zweikampf quasi im Vorbeigehen. Ja, also da muss jetzt noch ein bisschen mehr kommen. Ne, jetzt nach der Umstellung. Vielleicht werde ich auch ein bisschen offensiver jetzt wieder umstellen. Und zwar, na gut, die haben 2 Schüsse. Mache ich das so. Ich mache hier Anweisung und dann... Ach, wir stehen schon höher, okay. Haben wir eigentlich schon gemacht. Dann mache ich mal Haraldsson wieder ausgewogen vorne. Hat ja bei Götze gegen Wolfsburg ganz gut funktioniert. Und jetzt rein geht's. Das sind halt so 2 verlorene Punkte, ne? Ich meine, klar, die Chance ist jetzt da, Meister zu werden. Wir sollen eigentlich nur Vierter werden, aber ich versuche alles. Ich versuche alles Mögliche. Kann uns ja nur gut tun. Aber ich denke mal, Vierter werden wir auf jeden Fall. Dazu sind die anderen zu weit weg. Ich wollte gerade sagen, zu schlecht, aber die sind halt viel zu weit weg in der Tabelle. Und aufgepasst, die Hertha kommt. David ist da. Und die wittern jetzt natürlich auch die Chance, ne? Die wollen auch alles nach vorne werfen. Miller ist da, sehr gut. Shaibi. Kriegt da unten Larsen ins Spiel? Nee, leider nicht. Hertha bleibt im Ballbesitz. Oh, Shaibi, der ist aber nicht verletzt jetzt, ne? Komm, steh auf, Junge. Richte dir deine Stutzen und gut ist. Knauf mit Buta. Larsson ist vorne. Ja, Doppelpass vielleicht mit Larsen. Das ist gut gemacht. Und jetzt Haraldsson am zweiten Pfosten. Vorbei, aber ein Kunku. Der macht ja den Haaland hier, der Haraldsson. Von der Bewegung her. Aber wir sind da. Es hängt jetzt wieder nur an Kleinigkeiten. An den Genauigkeiten, an den Flanken. Und die Hertha kommt. Achtung, Previak. Und das 2-1 für die Hertha. Spiel gedreht, einmal wieder nicht aufgepasst. Das geht halt so schnell und hinten im Tor, wie gesagt, haben wir Nachwuchskeeper drin. Darf man immer nicht vergessen. Ein anderer Keeper hält den vielleicht. Aber hier, zack, durch 3 Mann. Und dann fehlt am Ende auch so ein bisschen, da ist der Abstand zu groß. Und dann Previak haut den natürlich mit 300 km/h in die Maschen rein. Und die Hertha führt. Ja, ob verdient oder nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber sie führen auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt mit Mamouche auch Frische drinne, Geschwindigkeit, nochmal über die Außen, Haraldsson, ja, der muss eigentlich in die Mitte rein. Und Kunku, da ist Mamouche und da kommt Larsson und natürlich wieder einer dazwischen. Warum auch nicht, hatten wir noch nicht so oft in der Saison. Und jetzt sind wir in der eigenen Hälfte von der Hertha hier mit unserer kompletten Mannschaft. Das nennt man Dauerdruck. Larsen abgefälscht. Larsen zum zweiten. Reingemurmelt.
Aber egal, Ausgleich 2-2. Wie die Tore fallen, das ist jetzt auch egal. Hauptsache sie fallen. Hier Larsen abgelockt, der Keeper fliegt da noch schön durch die Luft. Hier, zack. Und kommt dann Gott sei Dank nicht mehr schnell genug hoch und Larsen schiebt einfach ein. Schade, jetzt habe ich das Saisontor nicht gesehen. Naja, muss ich noch eins mit dem schießen. 2-2. Ihr seht auch wieder viel Spektakel, viele Tore. Also Wahnsinn. Ich glaube, das ist das Wort der Saison. Spektakel. Oder wenn man die Saison in einem Wort beschreiben muss, Spektakel. Wir schießen viele Tore, wir kassieren aber auch viele. Das ist halt gerade fürs Torverhältnis ein bisschen ungünstig. Solange ich mal eins mehr schieße als der Gegner, ist das okay. Aber da mussten wir auch wieder einen Freischuss ziehen. Jetzt bringen wir nochmal Kalajdzic rein. Also 2 großgewachsene Stürmer. Haraldsson hat er gut gemacht. Schönes Tor. Aber wie gesagt, für Aston Villa müssen wir da auch schon mal ein bisschen vorplanen. Kalajdzic, ja, mit seinen 2 Meter Grätschen. So, und Knauf ist auf und davon. Kriegt er den? Ja. Und Kalajdzic sieht da vorne, sieht er auch. Gegen Kempf jetzt. Ja, ist ein spitzer Winkel, aber warum nicht? Ja, schönes Ding, schöne Fackel. Ugarte auch nochmal rein. Hussein, frische Kräfte aus der ersten Mannschaft. Dann machen wir es anders. Wir spielen es jetzt so aus. Über Mamouche, Buta, lässt sich einer fallen. Amenda, oh, lässt durch für Kalajdzic. Und da ist Ugarte. Wieder abgefälscht. Nächster Eckball. Also das Blatt beginnt sich so langsam zu wenden. Ein Nkunku Eckball. Da kommt Mamouche an den Ball. Und Ugarte vorbei. Und wieder Wembley. Schöner Kopfball. Nochmal. Ugarte, nächste Chance. Das ist ja Wahnsinn, was hier passiert. Larsson nimmt all den Schwung mit. 3-2. Was fallen denn hier für Tore heute? Und das erinnert mich so ein bisschen an das Tor von Larsson in echt gegen Heidenheim. Da hat er auch einfach mal von Weitem, ja, ungefähr von da, einfach mal geschossen. Einfach mal abgezogen, den ganzen Frust rausgelassen. Und den versenkt er im langen Eck. Schönes Ding, da kann sich der Keeper auch noch so lang machen, wie er will. Ganz, ganz entscheidend, ganz, ganz wichtig. Larsson nach Larsen und Haraldsson. Also, die Sons machen es heute. Und ich glaube, es ist auch verdient. Wir haben jetzt eine gute Phase gehabt, wo wir gut Druck gemacht haben, wo wir auch die Chancen genutzt haben. Jetzt ist die Hertha wieder an der Reihe. Die vielleicht jetzt ein bisschen aufmacht hinten. Müssen sie ja, würde ich auch machen. Um hier noch irgendwie was hinzukriegen. Flanke kommt, Larsson. Amenda, da brauchst du keinen hohen Ball reinspielen, wenn da Aurelio Amenda steht. Der holt da jeden Ball runter. Aber aufgepasst, Breviak, ja, der macht hier irgendwelche Kunststückchen. Aber David wird ihm auch gut tun. Muss auch wieder zweimal hinter sich greifen. Ey, das kannst du dir auch nicht ausdenken. Aber gut. Nächster Angriff, Mamouche. Das könnte jetzt schon die Entscheidung geben. Über Larsen ist keiner da. Machen wir halt alleine. Geblockt. Knauf, Larsson, wieder der Schuss und wieder das Tor. Mein Gott, ohne Worte. Einfach genießen das Tor. Genau. Hört hin, schaut vor allem hin. Also die Spieler mit Son im Namen, die schießen wohl die schönsten Tore. Das war ja noch schöner als das dritte Tor. Und das vierte ist im Prinzip eine Kopie. Ja, ähnliche Situation, vielleicht ein bisschen weiter sogar noch weg. 23 Meter, wow. Und der ist halt auch noch in der Entwicklung. Ne? Der wird auch noch besser. Der hat auch ein gutes Potenzial. Und wieder Spektakel. Wieder 4 Tore. Wieder 6 Tore insgesamt. Also ich weiß gar nicht, ob wir mal 0-0 hatten. War das nicht gegen den VfB? Ich weiß nicht, ob das diese Saison war oder letzte Saison. Da hatten wir auch irgendwann mal 0-0. Oder mehrere. Ich glaube, letzte Saison. Gegen Stuttgart, gegen Augsburg. Kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, oder? Dass wir 1-0 beim VfB Stuttgart verlieren zum Beispiel. Jedes Spiel ist halt anders. Jeder Gegner ist anders. Hertha muss jetzt woanders noch ihre Punkte holen. Und wir bleiben oben dran. Wir überholen vielleicht Dortmund. Bleiben auf jeden Fall einen Punkt nur hinter Leverkusen. Es spitzt sich immer mehr und mehr zu. Und das direkte Duell mit Leverkusen
Das ist jetzt auch bald. Ich weiß nicht, ob das nächste Ligaspiel ist oder irgendwie eines der nächsten. Also Spannung ist auf jeden Fall geboten. 16 Schüsse am Ende zeigen dann halt auch, wie dominant wir halt dann im Prinzip auch in Halbzeit 2 waren. Hannover gewinnt gegen Augsburg, das heißt, die befreien sich auch ein bisschen von unten. Dann haben wir mit Bremen den nächsten Gegner, der dann auch unten drin steht. City 2-2. Die haben schon das Rückspiel gespielt. Die setzen sich insgesamt mit 6-5 durch. Oh, das war auch ein spektakuläres Hinspiel. Also City und Atletico sind schon weiter. Die gewinnen nämlich bei Juve mit 1-0. Ein knappes Ergebnis. Und jetzt geht es halt darum, wie viele deutsche Mannschaften weiterkommen. Ne? 2 oder eine. Bayern oder Dortmund oder Frankfurt oder Aston Villa. Das wird auf jeden Fall auch ein spannendes Halbfinale, sofern wir denn dabei sein sollten. So, die Bundesliga-Tabelle, wir sind neuer Zweiter. Boah, 66, 65, 64, schaut euch die Tordifferenz an. Plus 31, plus 30, plus 27, die Bayern. Tja, es sind nur 7 Punkte. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Schreibt ihr was? Auch der Kampf um Platz 5 hier ist Platz 6, Platz 7, Platz 8. Und unten, glaube ich, sieht es auch noch spannend aus. Oh, weia. Hannover hat sich jetzt befreit. Die sind 15. Bremen ist 17. Haben 4 Punkte Rückstand. Also Hannover scheint es doch vielleicht Stand jetzt irgendwie zu schaffen. Also man kann quasi jeden Spieltag wieder neu die Tabelle, ja, analysieren. Und es wird, glaube ich, auf das Duell mit Leverkusen hinausgehen. Da haben wir ja noch das Rückspiel. Ich gucke jetzt gerade mal wann. Gehen wir mal hier kurz in den Kalender rein. Also jetzt Aston Villa, dann Bremen, dann haben wir erstmal 4, 5, eine ganze Woche Pause und dann kommt Leverkusen. Pokalfinale ist gegen Mainz übrigens, genau, das habe ich noch vergessen nachzugucken. Die haben 2-1 gegen Augsburg gewonnen. Also ein Rhein-Main-Duell im Finale. Hatten wir das nicht sogar schon mal in irgendeiner meiner FIFA-Karriere? Ich glaube, irgendwann in FIFA 18, 19 war das bestimmt auch mal ein Finale. Ja, und ansonsten... Das ist krass. Also wie gesagt, nach Bremen ist dann Leverkusen dran. Da wird sich die Meisterschaft nicht entscheiden, aber es wird dann in die richtige Richtung, glaube ich, für die jeweilige Mannschaft gehen. Und je nachdem, was Dortmund macht, wir könnten auch punktgleich sein. Also keine Ahnung, wo das hier noch hingeht. Jetzt holen wir uns erstmal das Halbfinale gegen Aston Villa zu Hause. Das wird auch ziemlich geil, das wird auch ziemlich schön. Wenn wir nochmal ein bisschen Preisgeld dazu kriegen. Shaibi fällt für 4 Wochen leider aus. Der hat sich das Knie verstaucht. Ja, ist natürlich scheiße. Auf Deutsch gesagt, das heißt, müssen wir hier umstellen, ne? Da ist er doch auf der Bank. Ah ne, guck mal, hier ist er gar nicht mehr auf der Bank. Huch. Sondern bei der B11, da müssen wir dann wen anders hin tun. Und zwar... Ja, ich würde sagen, wir stellen mal um und dann Time to Shine für Mario Götze, ne? Auch bitter, ne? Zweite Mannschaft einfach abgeschoben. Dafür können wir mal vielleicht hier Arnaut auf die Bank tun. Das wird dann auch der nächste. Der ist halt erst 16, ne? Der hat auch noch seine ganze Karriere vor sich. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Spiel gegen Aston Villa. Wir wollen gemeinsam ins Halbfinale. Macht's gut. Ciao, ciao.